Die Konferenz fand vom 18. bis 22. Januar diesen Jahres statt und zum ersten Mal digital. Die Konferenz findet immer sonst am Rande der Grünen Woche statt, aber aufgrund der Corona-Situation war es die erste digitale Konferenz in dieser Form. Und wir hatten über 560 Teilnehmer, sehr internationales Publikum auch, und es hat sich auch sehr gut bewährt. Wir haben in dieser Konferenz natürlich die ganze Bandbreite der Technologieoptionen für mehr Klimaschutz im Verkehr diskutiert. Es waren 15 Foren mit über 70 Experten, die diskutiert haben und die sich ausgetauscht haben. Zentrales Ergebnis dieser Konferenz war eben, dass wir auch technologieoffen für alle Optionen Alternativen haben, um mehr Klimaschutz zu machen. Nachhaltige Biokraftstoffe und erneuerbare Kraftstoffe sind von zentraler Bedeutung. Und wir sind hier sofort der Lösungsansatz für mehr Klimaschutz in der Mobilität. Wichtig ist allerdings dabei, dass wir hier auch die entsprechende Akzeptanz beim Verbraucher haben. Aktuell haben wir im Verkehrssektor in Deutschland wenig Beitrag zum Klimaschutz. Der Verkehr wächst ständig, die Leistungsgewichte in den Fahrzeugflotten steigen. Es wird immer mehr Verkehr stattfinden, sowohl im Lastverkehr, aber auch im Personenverkehr. Und die Effizienzgewinne, die wir haben durch geringere Verbräuche, die schlucken diesen Aufwuchs an zusätzlichen Verkehr eigentlich weg. Und deshalb ist es auch wichtig für die Erreichung des 2030er Klimazieles, dass wir hier eine massive Reduktion bei Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor haben. Und die Entwicklung ist derzeit gegenläufig. Immer mehr Verkehr, immer mehr Schwerlastverkehr und im Treibstoffbereich haben wir noch viel zu viel Potenzial. Wichtig ist, andere Maßnahmen wie die E-Mobilität oder die Wasserstofftechnologie, die bringen ihre Effekte erst 2030, weil hier die Entwicklungsphasen noch sind und weil man hier auch mit einrechnen muss, die Batterieherstellung und dergleichen. Und deshalb können wir mit Biokraftstoffen in der bestehenden Verbrennungstechnologie sofort Klimaschutz praktizieren, sofort den Klimaschutz auch auf die Straße, in den Schiffsverkehr oder in den Flugverkehr bringen. Und da ist Biokraftstoffe eigentlich der gute Ansatz für die Zukunft. In Deutschland stehen wir jetzt vor der nationalen Umsetzung der sogenannten RED II-Richtlinie. Hier sind verschiedene Schritte auch anzuwenden in Deutschland. Zum Beispiel die stufenweise Anhebung der Treibhausgasquote von heute 6% in jährlich gleichen Schritten bis auf 22% im Jahr 2030. Diese Treibhausgasquote speziell auch für alternative Kraftstoffe und Antriebe. Wir haben auch das Problem der sogenannten Mehrfachanrechnungen bei Treibhausgasquoten. Die sind meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Wichtig muss sein, dass nur der CO2-Ausstoß gemessen wird, der auch tatsächlich entsteht und keine Kombinationen E-Mobilität mit erneuerbaren Strom und dergleichen stattfindet. Bei dieser Entwicklung ist es auch wichtig, dass wir innerhalb bestimmter Zeiträume, ideal wären alle 2 Jahre, die Regelung uns anschauen, ist die Entwicklung noch so sinngemäß oder müssen wir nachjustieren. Und bis 2030 müssen wir auch eine Stabilisierung der stetigen Ausweitung des Beitrags für konventionell nachhaltig erzeugten Biokraftstoffe belegen und ist auch nötig. Verbrennungsmotoren werden im Bestand bis 2030 dominierend bleiben. Es wird nicht alles sofort auf E-Mobilität umgestellt werden können, vor allem auch im Schwerlastbereich oder im Schiffsbereich und im Flugbereich. Wir haben natürlich auch eine kritische Debatte bei uns, was die Importquellen von Biokraftstoffen anbelangt. Stichwort illegale Landnutzungsänderung, wie wir die Diskussion bei Palmöl haben.
Da ist auch festzustellen, und wir begrüßen das auch, dass Biodiesel aus Palmöl aufgrund auch des Beschlusses der Bundesregierung bereits 2026 keine Rolle mehr spielen wird. Im Vergleich zur Europäischen Gemeinschaft, die erst 2030 aussteigen will. Wichtig ist, dass wir einen ambitionierten Aufwuchspfad für Biokraftstoffe haben, dass wir noch stärker liefern können und auch liefern wollen in der Branche und dass hier noch ein großes Potenzial vorhanden ist. Begleiten müssen wir natürlich auch mit politischen Entscheidungen den Prozess, in welchen Segmenten zum Beispiel höhere Anteile von Biokraftstoffen eingesetzt werden können. Das ist von mir bereits erwähnt, der Schwerlastverkehr. Hier haben wir keine Alternative zum Verbrennungsmotor. Hier sind Elektroantriebe gerade im Fernverkehr nicht möglich. Im Schiffsverkehr auch ist das Gleiche, gerade im großen Frachtverkehr. Und natürlich der Flugverkehr wird so schnell nicht mit E-Mobilität zu bewerkstelligen sein, schon allein von den Gewichten her. Und auch, was wir nicht unterschätzen dürfen, der Energiebedarf, den wir in der Land- und in der Forstwirtschaft haben, diese Energieformen selbst zu produzieren, wäre auch ein guter Lösungsansatz für die Land- und Forstwirtschaft, um auch den regionalen Wirtschaftskreislauf zu stärken. Die nächste Konferenz, der 19. Fachkongress für Kraftstoffe der Zukunft, findet 2022 statt. Geplant ist vom 24. bis 25. Januar in Berlin, wieder am Rande der Grünen Woche. Und ich wünsche mir persönlich, dass diese Grüne Woche wieder so stattfindet, wie wir eine Grüne Woche uns wünschen. Und vor allem auch, dass wir einen Biokraftstoffkongress in Berlin vor Ort abhalten können, und würde mich sehr freuen, wenn auch sehr viele internationale Gäste dann zu uns nach Berlin kommen, um mit uns das Thema der Kraftstoffe der Zukunft zu diskutieren.